24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 19. Folge des YPC Bank 2023 und damit zur ersten Hälfte des zweiten Halbfinals. In der letzten Folge konnten sich Patrick Marable und Dustin Schöne die ersten beiden Finaltickets sichern. Nun suchen wir 2 Widersacher für sie, die wir aus den 6 besten Anglern der Gruppen C und D ermitteln werden. Ton van Ham für Westin, Veit Wilde für Seika Pro und Sami Mohib für Yosuri hatten in Gruppe C die Nase vorn. Heute müssen sie sich mit dem Führungstrio aus Gruppe D messen. Das aus Jonas Töllner von Quantum, Stroft Pro Steffer Flo Hassenflug und LMAB Produktentwickler Enrico Di Ventura besteht. Los geht's! Guten Morgen aus den Niederlanden und herzlich willkommen zum Teil 1 des Halbfinals zwischen Gruppe C und Gruppe D. Es ist eine Stunde eher heute als der restliche Vorrundenverlauf. Das heißt, wir dürfen um 7 Uhr starten, was mir persönlich ganz gut gefällt, weil ich denke, dass jetzt durch die Hitze, die sich in den letzten paar Tagen entwickelt hat, sich der Fluss auch ein bisschen verändert hat. Ich werde den Teil fischen, den ich auch am ersten Turniertag gefischt habe, primär auf Zander und Barsch. Ich hoffe einfach, dass ein größerer Barsch kommt und ich denke mal, wir geben dem Ganzen so 2 bis 3 Stunden. Wenn dann keine Aktivität hier passiert sein sollte, dann muss ich irgendwas anderes machen. Aber ich wünsche euch viel Spaß, ganz viel Spannung und ganz viel Unterhaltung beim YPC 2023 und zwar im Halbfinale zwischen Gruppe C und D. Enrico startet also wie in der Gruppenphase auf Zander und Barsch am Fluss. Flo hat sich einen anderen Zielfisch und auch einen anderen Gewässertyp für seine ersten Würfe ausgesucht. Guten Morgen ihr Lieben, es hat geklappt, Halbfinale YPC Bank 2023. Ich habe damit nicht gerechnet. Wir sind jetzt am ersten Spot angekommen. Heute wird es richtig heiß werden. Wir werden versuchen, möglichst schnell vielleicht mit Glück 2 Hechte zu fangen, sind ja an einem See. Und danach werden wir wieder viele Brücken suchen, Schatten suchen, strömungsreiche Bereiche mit viel Sauerstoff und hoffen, dass wir den Barsch und den Zander noch füllen können und es irgendwie schaffen, heute die 5 Fische Fullcard voll zu kriegen. Drückt uns mal ganz, ganz fest die Daumen, dass das klappt. Während Flo bisher nur auf Fische hofft, kann Veit bereits welche sehen. Da wäre ich jetzt fast ein bisschen unruhig. Da war eben zwischen den Prassen waren Zander von, ich würde sagen, 70 ungefähr. Definitiv, hast du 1A erkannt. Sehr schön. Der soll hoffentlich gleich beißen. Kennt ihr auch dieses Gefühl? Ihr steht am Wasser und habt so einen Bock, hier sofort zu angeln. Im YPC wäre das natürlich insofern blöd, weil wenn ich jetzt einen Fisch fange, 5 Minuten bevor es losgeht, bringt er mir natürlich keine Punkte. Deswegen muss ich hier vor dem Wasser stehen. Die Hände sind schon ein bisschen zittrig, weil man ist ja auch wenn es ein Turnier ist, immer geil auf Angeln letzten Endes. Das verbindet uns ja alle. Hello guys, so half final day, Team Westin. We did a really long walk to a polder system that I found, which includes big pike. Let's hope we can catch 3 pikes quickly, then go to the zander spot and to the perch spot. I wish everyone good luck in the competition and cheer me on. So, wir sind am Spot angekommen. Ihr kennt den ja schon aus der Gruppenphase. Ich werde ihm heute irgendwie so 2, 3 Stunden geben, mit der Hoffnung auf
Barsch und Zander. Also ein sicheres Ding ist es jetzt nicht. Ich war immer, wenn es hier ein bisschen heller war. Nichtsdestotrotz habe ich mich hierfür entschieden. Der nächste Spot ist dann 10 Minuten maximal entfernt. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, dass man gleich bei den ersten Würfen schon mal einen Kontakt bekommt. Drückt mir die Daumen. Es geht jetzt gleich los. In wenigen Minuten ist es soweit. Ich bin gespannt, was geht. Anfangen werde ich wieder mit dem Kuhpaddler, mit dem Candy. Weil es jetzt noch so dunkel ist, habe ich mich lieber für was Auffälligeres entschieden. Jetzt geht's gleich los. Hello guys, welcome to this new episode. I hope you enjoyed the last one and you're happy to see me going further in the competition for the second time. This year we'll try to make one day for a full card. So I go back to the plan of the first day. I'm in my bridge again. I know I caught almost nothing the first day, but I still believe in this bridge. I have some current that I didn't have the last time. And then we will go fishing for lily pads to try to catch maybe smaller perch, but fill the cart with that. And then we will go to the canal that you saw last time. So first, let's try to catch a nice fish under this bridge. YPC Bank, Halbfinale, erster Wurf, los geht's! Während Ton und Flo also auf Hecht beginnen, fischen Sami, Enrico, Jonas und Veit zunächst auf Zander und Barsch. Welcher Plan und welcher Spot bringt den ersten Fisch? Das ist kein Prassen. Das ist kein Prassen. Das ist kein Prassen. Das ist ein Zander beim ersten Wurf. Ich habe den Kescher hier hinten liegen. Ich lande ihn jetzt mal mit der Hand. Ich weiß aber auch nicht, ob der... Wir messen ihn mal. Eigentlich schade, dass man solche Fische messen muss. Fortuna Shad, Hot Perch. Ihr wisst das Ding geht. Ach so, die Scale habe ich hier im Kescher drin. Fällt mir gerade auf. So, wenn der jetzt 42 hat, wäre das eigentlich schon mal ein geiler Beginn. Und ich weiß, es ist schwer einzuschätzen, aber ich glaube, er könnte sie haben. Wenn auch nur ganz knapp. Da sind wir jetzt auch genau. Wenn er, oh, komm her. Wenn er sie nicht hat, hat er sie nicht. Aber er hat sie eindeutig, also das Maßband ist auch gerade, er liegt hier vorne dran. Er hat sogar über 43, also 43 ist er, 43er Zander. Kein großer Fisch, aber geht auch ganz schnell wieder rein. Ein absoluter Superstart. Beim ersten Wurf in der YPC Zwischenrunde kann man machen. Erst sieht Veit die Zander und dann fängt er einen auf den allerersten Wurf. Könnte schlechter losgehen. Kann er direkt noch einen nachlegen? Jawohl. Ja. Tut erstmal gut. Aber der nächste bitte 20 cm größer, nehme ich. Fisch Nummer 2 beim zweiten Wurf und der ist schon besser. Ja. Also, Kescher liegt da hinten. Schnell, yes. Handlandung ist doch immer noch am besten, wenn man hier im Wasser steht. Der ist größer. Wieder auf den Fortuna Shad. Ey, das Ding räumt so ab hier im YPC bei mir. Wenn ich den Köder nicht hätte, hätte ich einige Fische weniger gefangen. Und den messe ich jetzt. Der hat auf jeden Fall über 50. Scale ist natürlich noch nass. Und der Fisch ist ganz genau 57. 57er Zander. Naja, ich habe ja gesagt, der zweite soll 20 cm länger werden. Das hätte fast geknappt. 2 Würfe, 2 Zander. Besser kann die YPC-Zwischenrunde nicht beginnen für mich. Und jetzt geht's gleich weiter. Und weg. Yes. Das tut gut. Das tut gut. Das ist auch für die Psyche, muss ich sagen. Ich sage ja immer, Angeln hat viel mit Psychologie zu tun. Ist das top. Wenn du 2 Würfe machst und 2 Zander fängst, Spotwahl passt,
Köder passt, Führung passt. Ihr seht, ich führe den relativ aggressiv im warmen Wasser. Ist Jiggen nämlich einfach meistens besser. Gerade wenn die Zander gut drauf sind, fängt man da deutlich mehr. Und dafür reichen dann hier auch diese 10 Gramm, weil der Spot wirklich flach ist. Denn das ist die nächste Regel, die ihr beim Zanderangeln im Frühsommer jetzt beachten solltet. Flaches Wasser suchen. Die stehen nicht irgendwo im Tiefen. Ich sag ja, 2-3 Meter ist es hier tief und die Fische sind da. Sicherheitshalber bleiben wir mal bei Veit und gucken uns den dritten Wurf auch noch an. Nächster Zander. Oder könnte ein Barsch sein. Wenn das jetzt ein Barsch ist. Es ist ein Barsch. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Jawohl. 3 Würfe, 3 Fische und schon 2 Fischarten abgehakt. Besser kann es doch nicht beginnen. Besser kann es doch nicht beginnen. Der Fortuna-Chef liefert einfach. Hammergeil. Ich freue mich. So gut kann es doch gar nicht losgehen. Das gibt's doch nicht. Ist noch nicht ganz die Größe, die ich mir wünschen würde. Aber wir gucken kurz. Da zählt jeder Zentimeter und der hat 38 Zentimeter, ganz genau 38er Barsch. Das läuft, das läuft. Auch schnell wieder rein, die Fische sind am Beißen und ja, egal. Ich bin heiß. Man muss auch mal Glück in einem Turnier haben. Scheinbar habe ich gerade welches. So, auch den Fisch muss ich jetzt melden. Das ist doch nicht zu fassen. Nach dem kleinen Zander auf den ersten Wurf folgen 2 gute Wertungsfische auf den beiden Folgewürfen. Ein Novum im YPC und ein absoluter Traumstart für Veit. Man kann für die Konkurrenz von Glück sagen, dass sie dieses Ergebnis nicht kennen, denn das würde sicherlich für reichlich Nervosität sorgen. Sami lässt sich jedenfalls noch nicht von seinem Plan an Spot 1 abbringen. So you see guys, last time here caught nothing, but it doesn't mean there's no fish. I know there's some fish. There's also some big zanders. The best would be that I catch one now because yeah, yesterday zander fishing was very tough. Now it's getting hotter and hotter, so they are very shy during the day. So today we actually start earlier. It's 7 in the morning. It's the best time of the day to catch a zander. Let's hope. Yes! Good one. $33, yeah? I don't have the half. Yeah. 33, yes. I was reeling up, guys, so she was not on the bottom. She was like almost on the top of the water. And I saw the perch coming and she grabbed my bleak shad 9 centimeter. Let's continue. Yes! Nicht der erhoffte Zander. Doch auch Sami bekommt sehr früh Punkte aufs Board. Wer fängt den ersten Hecht des Tages? Ton vielleicht? These pikes and polders, they have their hiding places. Places where they like to hunt from. And the reed at the bridge is one of them. I'm pretty sure we get a strike there. But we will see. Can already feel the bite. Come on, take it. Yeah. No, it's a carp. The carp took my bait. It was a really hard strike. You will not believe this. Look, it's hooked perfectly in the mouth. This was the hardest strike I ever got. He took it in the mouth.
a 14 centimeter Ricky the Roach, perfectly hooked in the mouth. Look. So a predator carp. Let's release it quick because he is in the pike area. What the fuck? This was not normal. I saw him coming, like he made a wave and boom, he took my Ricky. Kurioser Fang, leider keine Punkte für Ton. Bei Veit gab es nach dem unglaublichen Start erstmal keine weiteren Bisse. Aber ich muss jetzt auch erstmal wieder ein bisschen runterkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war jetzt also ein Start, den man sich besser nicht wünschen kann. Weil ich jetzt schon 3 von den 5 geforderten Fischern habe und eben auch schon 2 Zielfische. Also das ist natürlich erstmal ein Big Point, der einem sehr viel, naja, nicht Ruhe gibt, aber einen erstmal jetzt hier entspannter aufangeln lässt. Und die Konsequenz wird sein, dass ich den Fortuna Shad jetzt selbstverständlich erstmal noch für die nächsten Würfe dran lasse. Never change the winning team, ihr wisst ja. Jetzt habe ich einen Hänger damit. Nee, aber kann man wieder lösen. Trotzdem nicht nachlässig werden. Und ich sehe, Hakenspitze ist stumpf, muss ausgetauscht werden. Wäre ja bitter, wenn der nächste Biss nicht hängen bleibt. Noch ein Jigkopf. Und wenn so ein Köder schon mal geriggt ist, dann ist es immer so, dass der, wenn man jetzt einen Anhieb setzt oder so, irgendwann rutscht er da von alleine runter. Immer Sekundenkleber dabei, ganz normaler, leider keine Werbung für irgendein Produkt von uns, ganz normaler Pattex. Und dann hier ein Tropfen auf den Schaft hier vom Haken drauf und dann noch ein bisschen dran pusten. Das ist übrigens der Grund, warum ich persönlich diese Haken mit dieser Spange da nicht so mag. Also ich finde es schon schöner, wenn die so diese normale Wulst hier am Bleikopf haben. Solange der Köder nicht zu klein ist, passt das auch. Weil da reißt man, wenn man dann halt einen neuen Haken aufziehen möchte, natürlich auch alles hier mit dieser Spange kaputt. So, genug erzählt. Jetzt wird weiter geangelt. Wie gesagt, den Köder lasse ich erstmal noch dran. Aber ich werde auf jeden Fall auch mal zu einem größeren Modell wechseln, weil ich habe es ja hier vorrangig auf Zander abgesehen und vielleicht geht dann da ja ein größerer Zander drauf. Fisch. Starker Zander. Oh, starker Zander, Leute. Starker Zander, starker Zander. 65. Yes. Yes, yes. Ich kann gar nicht reden. Wenn ihr wüsstet, was in einem vorgeht. Au. Ja, 66. Drüber kommt er nicht, da ist er. Ja, Leute, da seht ihr, dass man im Sommer solche fantastischen Fische getwitcht fangen kann. Let it rain! Ist das geil! 66. Hier. Ganz getreu dem Motto, never change a running system, habe ich natürlich auch beim Flash Vibe hier die Farbe Galaxy genutzt. Oh mein Gott, das ist natürlich immer mit den Drilling so eine Sache, aber ja, 98er Flash Vibe Suspender, also nicht der Floater, nicht der Flachläufer, sondern der Medium Runner, der läuft so, wenn man ihn langsam führt, so bis maximal 1,5 Meter, kommt immer so ein bisschen darauf an. Aber ja, das ist eigentlich hier für diese Flussangelei die perfekte Lauftiefe. Auch nachts übrigens
Suspender, ja, also diejenigen, manche wissen das von euch, Suspender fische ich nachts eigentlich fast lieber als Floater, weil die Suspender kann man halt vor der Steinpackung noch lange stehen lassen, die Floater treiben dann auf, die Suspender eben nicht und da bin ich ein Riesenfan von. So, den jetzt hier rausgepopelt mit meinen zittrigen Händen. Total nervös, es ist Wahnsinn, Leute, das ist, was hier los ist in so einem Turnier, was einem das abverlangt, das ist irre. Aber auch irgendwie geil. Nun meldet sich auch Enrico im Halbfinale an. Und wie? 66 cm bringen 85,8 Punkte. Genau solche Fische braucht man fürs Weiterkommen. Es ist noch keine Viertelstunde gefischt und schon 3 Angler haben Punkte auf der Habenseite. Gehört auch Jonas bald dazu? Dem Bereich ist halt hammerheftig Hängergefahr. Deswegen ist da runter. Das war kein Räuber, das war ein Döbel oder vielleicht ein kleiner Rapfen. Aber der da hinten eben hochkam, war größer. Jetzt drückt das Wasser gerade richtig rein. Das schwappt Fisch. Ich denke, kleiner Zander. Ja. Der ist nicht maßig. Ja, 41, genau die Größe, die man nicht braucht. Schnell weitermachen, vielleicht sind da welche. Black Bass Weekend auf hechtundbarsch.de. Madness Balam bis zu 20%. G Loomis NRX bis zu 25%. Twin Power alle Größen bis zu 35%. Loose Pro T bis zu 40%. Gunky Shoot and Cut bis zu 50%. Quantum Pelagic Set Harry und Pin bis zu 75%. Über 2300 Produkte mit bis zu 90% Rabatt. Vom 24. bis zum 27. November. Black Bass Weekend auf hechtundbarsch.de. The newest Shimano Boost concept revolutionizes traditional lure design. Arma Boost delivers a unique and innovative lure joint system. The difference is clear. Arma Boost increases casting distance by roughly 40% versus comparable baits. Casting performance excels when it's windy, and a more natural, lifelike swimming action will enable anglers to target and catch more fish like never before. Arma Boost. Nachläufer? Nee, doch, Nachläufer. Da, Hecht. Scheiße, hat mich genommen. Da ist, ich sehe ihn noch. Das ist ein kleiner. Nee. Ah, kleiner Hecht, 55, 60, sowas. Scheiße. Beiß doch rein da in das Ding. Ich ärgere mich ein bisschen, ey. Ich hätte mal lieber eine Warthose mit. Ja! Fisch! Ah, der ist, glaube ich, zu klein. Nein, weg ist er. Ah, der war zu klein. Ein Biss. Den Gummi jetzt verbogen. Aber der war nicht maßig, leider. Gucken, ob wir noch einen größeren erwischen. Yeses. Also groß wie ein Barsch. So. Weiter geht's. Ja, nein! Nein! Scheiße.
Schwanz ab. Durchs Kraut gehauen, Biss, Schwanz ab. Und ich sag's gerade noch, Einwurf reicht für mein Glück. Scheiße, voll der Fehlbiss. Schnell einen neuen drauf. Ah, Mist. So. Den hier. Ah, so ein Scheiß. Jetzt ein Fehlbiss. Manometer. Also, wenn es so weitergeht, wird das nichts heute. Und jetzt ein bisschen Glück brauchen wir. Ein bisschen mehr Glück als sonst. Noch keine Punkte, aber immerhin schon reichlich Fischkontakt bei Flo. Darauf lässt sich aufbauen. Und auch bei Jonas sind die Fische aktiv. Oh yeah. Fühlt sich gar nicht so scheiße an. Könnte maßig sein. Ich weiß nicht, was es ist. Ein Zander, oder? Ja. Maßiger Zander. Yes. So Leute, jetzt muss ich es euch leider erzählen. Mir ist gestern meine Scale abhanden gekommen. Ich war wohl ein bisschen aufgeregt beim letzten Barsch. Toni weiß Bescheid. Wir messen diese hier später nochmal nach, dass das auch alles mit rechten Ding zugeht. Er hat überlegt oder er guckt, ob er mir noch eine bringt. Soll den Angeltag deswegen ja nicht beenden. Kein Riesenzander, aber der erste Wertungsfisch. Ich werde ihn gleich mal messen. Was haben wir hier? Starke 49. Okay. Ja, wird vielleicht am Ende des Tages wohl nicht reichen, aber erster Fisch, schon mal ganz cool. Ich setze ihn schnell zurück. Hoffe, dass da noch einer steht. Zack. Immerhin. Nicht ohne Fang. Toni kurz schreiben. Falsches Scale, doch die Punkte gibt es zunächst unter Vorbehalt erstmal trotzdem. Mit Jonas hat bereits der 4. Angler Zählbares in den Kescher befördern können. Wann meldet sich Titelverteidiger Ton mit dem ersten Wertungsfisch? Ja! Off! Fuck! That was such a big pike. He took again. Yeah! Oh! No, I lose him twice. Oh, he's still there. I take a jerkbait. Oh, I lose him twice. Shit. Let me grab a small jerk. Shit, Ton, what are you doing, man? You miss him twice. Shit. Yeah, got him. Wow, Ton, you're such an idiot. Oh, I lose this pike 3 times. Lucky that the pikes are not this smart here and that they take the bait again. But that was bad luck. Okay, so the grass is wet, the net is wet. Let's just take the pike glove. Take quickly, oh, sorry buddy. Take quickly the net, the measuring tape. Let's wethen it. Oh, that one gave me stress. Okay. So, my first pike, 75 centimeters. It's an okay size. It struck 4 times. So let's release it and try and catch another one. Whoa! Okay, thank you for that. Guess I deserved that one. So guys, in the end I caught it on a Shetties
12 centimeter headlight. So the original Shetties has a wide belly, so it's a high profile soft bait, which means the pike see it as a little snack with a lot of body, a fat bait fish. I lost it first on Ricky the Roach, then I threw the swim, it came looking, so I thought it's a bit deeper here. I twitched slowly at 12, that's why I have them in my pike box, and boom, he got it. So let's continue fishing and try to catch another one. Ton fängt also den ersten Hecht der Gruppe. Jonas bekommt unterdessen Besuch von der Turnierleitung. Geil, danke dir. Alles gut, hast du was gefangen, habe ich gesehen. Ja, einen kleinen und einen noch kleineren. Interessanter Spot. Ja, ist eigentlich ganz cool. Schön hier. Vor allem, du hast halt hinter der Schleuse gleich den nächsten Platz, der eigentlich hoffentlich nicht anfahren muss, aber sehr geil. Ja. Kurz die Scales. Ja, mega von dir. Die benutzen. Wieder und. Genau. Aber die sind. Ja, wir haben so lange rausgezögert, bis wir halt den Fisch hatten. Dass ich mich da erst outen musste. Ja, ist ja jetzt kein Weltuntergang. Die Scales sind auf jeden Fall identisch. Manchmal hast du ja das. Ja. Und es gibt Scales, die sind einfach nicht genau. Ich hatte da mal eine, da habe ich dann 52er Barstellmäßig zu Hause nach. Oh, war 49. Ja. Alles klar. Dann viel Erfolg. Dankeschön. Fangen noch ein paar schöne Fische. Barsch gibt es hier bestimmt auch. Ja, also das hoffe ich am ehesten, dass hier noch einer kommt. Eben hat hier vorne unter der Kante einer geraubt, aber du kannst Topwater vergessen. Habe ich 2 Würfel gemacht, hast die ganze Zeit die Scheiße drin. Jonas kann nun mit der richtigen Scale weitermachen. Seine Punkte müssen nicht korrigiert werden, da die Maße übereinstimmen. Enrico gibt derweil ein wenig Gewässerkunde zum Besten. Die Strecken hier im Fluss sind durch Stauwehre reguliert. Es gibt verschiedene Stauwehre, verschiedene Stufen und dann manchmal wird dann die Strömung aufgehalten, ne, wird aufgestaut und wird nicht so viel Wasser durchgelassen und manchmal dann dementsprechend ein bisschen mehr. Aktuell natürlich nicht, weil es jetzt lange nicht geregnet hat. Das sah vor 10 Tagen noch anders aus, als dann doch noch diese schweren Sommerregen in NRW unterwegs waren. Da hat man hier ordentlich abgelassen, da war richtig Dampf drauf, da waren die Fische auch viel aktiver. Also das hat man echt rapide gemerkt. Gerade die Barsche waren jetzt auch die letzten Tage überhaupt nicht gut drauf. Das liegt aber auch an den warmen Temperaturen. Wir werden auch in den nächsten Tagen einen Windwechsel kriegen mit Südwest und einem Tiefdruckgebiet. Also jetzt haben wir Nord-Nordost relativ lange gleich geblieben. Deswegen waren die Fische eigentlich ganz gut drauf, aber das wird sich, glaube ich, ab morgen ändern. Und manchmal sind diese Wetterwechseltage, also bevor sich das dann ändert, doch sehr gut, auch gerade für größere Fische. Aber manchmal eben auch überhaupt nicht, wenn dann die Bedingungen eben ja, so sind, dass man 30 Grad bekommt. Heute ist jetzt auch nicht so viel Wind, aber der Wind soll auffrischen auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall gut, weil Wind immer Bewegung ins Wasser bringt, immer noch ein bisschen Extraströmung, ein bisschen Sauerstoff und das dann auf jeden Fall auch gut fürs Beißverhalten ist. Aber ich bin sehr gespannt. Also ist jetzt 5 Tage her, dass ich hier gefischt habe und der Fluss hat sich in diesen 5 Tagen echt enorm verändert schon. Viel klarer geworden und viel weniger Strömung. Trotzdem ein bisschen Restströmung ist und das ist schon mal nicht so schlecht. Und mit dem 66er ist man natürlich, ja, was die Motivation angeht, schon um einiges nach vorne gekommen. Ne? Also wenn jetzt hier in der ersten Stunde gar nichts passiert, dann ist man dann immer, dann fängt man an zu grübeln, zu zweifeln. Ne? Also die Fische sind da, die müssen nur reagieren. Enrico bleibt wie so häufig seinem Plan treu. Fischt die Spots sehr geduldig und ausdauernd. Bisher ist das ja auch sehr gut aufgegangen. Sami ist ein etwas anderer Typ, wechselt die Spots deutlich schneller und deshalb überrascht es auch nicht, dass er trotz Fangerfolg an Spot 1 bereits den ersten Stellenwechsel hinter sich hat. Come on. Ah, fucking strong kick. In the net, in the net. Yes. Whew. Tube fishing, guys. Tube fishing. That's what I like.
better one. 36. 36 for this beauty. Der Seerosenspot liefert sofort. Die Tube bringt im Flachwasser einen soliden Barsch. Sammy holt sich Platz 2 zurück. Ton nimmt sich nach seinem ersten Wertungsfisch etwas Zeit für Tipps zum Hechtangeln. So guys, this is a very important one. I caught this pike because I cast towards the shoreline where I should be stepping. I told this already a few times in a video, but these pikes, they tend to be in the shorelines. And if you always cast to the other side and just walk on this side, you will scare off the pikes. So first do a cast like this, then start working that area, and where you casted at, stand there again and do again a horizontal cast along the shore. That is very important. These pikes are so often in the shoreline to hunt. Oh, what a bite! Small one. Oh, actually no, same size, I guess. And it's in. Again, at the shoreline. So, that's what I told you guys. Cast at the shoreline and you catch pikes. Second one, now it's going quick. I think I found them. The measuring board is still wet. We have the second pike on. My glove is still wet also. And this one was immediately hooked. I think it's a bit bigger, but it's around the same size, if you ask me. $74 it is? No, 73. All right guys, second pike, 73 centimeter in my own shoreline. Let's release it. He's about to kick off. There he goes, slow and steady. Okay, let's continue fishing, we found them. We need one more pike, a bigger one I hope, and then my plan is going as I planned it to go. Catch the pikes quick and then go for the rest. Nächster Hecht für Ton und wieder kein schlechter. Der Belgier rückt auf den zweiten Platz vor. Tabellenführer Veit hat nach dem Traumstart keine weiteren Bisse vermelden können und steht vor dem ersten Spotwechsel, der jedoch sehr wenig Zeit in Anspruch nimmt. So, jetzt wechseln wir den Spot, aber nur ein paar Meter weiter. Mal sehen, ob da auch noch ein Sandy kommt. So, mal gucken, ob die Stelle noch was bringt. Der Spot ist wesentlich schwieriger zu beangeln als der erste, weil sich nämlich hier leider unter Wasser noch eine ganz fiese Steinpackung befindet. Das bedeutet Hänger und das bedeutet auch die Gefahr, dass man einen Fisch im Drill verliert. Ich habe hier aber trotzdem schon tolle Zander gefangen von dem Punkt aus und habe das hier auch schon mit Warthose probiert. Hat bis zu einem gewissen Wasserstand gepasst, aber dann nachher auch nicht mehr. Und deswegen, also ich habe es jetzt hier einfach so, die übliche Geschichte hier, Jeans und Gummistiefel, kennt ihr ja bei mir. Muss das irgendwie klappen. Den Kescher lege ich mir hier wirklich bereit, weil das Gras hier auch relativ hoch ist hier vorne. Und dann mal schauen, ob hier auch noch was kommt. Der einzige Angler ohne Punkte ist bislang Flo. Der Stroft-Team-Angler hat nun Gewässer und Zielfisch gewechselt. Was jetzt der Plan ist, erzählt er euch an seiner nächsten Stelle selbst. Ja, der Gamble am Hechtsee hat sich leider nicht ausgezahlt. Leider Nachläufer gehabt, Biss gehabt, 2 Stück. Wir haben jetzt das Gewässer gewechselt und werden jetzt probieren, auf Zander zu fischen, vielleicht auf Hecht. Hoffen auf so ein Hecht hier als Beifang. Das wird jetzt eine knappe Nummer werden. Drückt uns mal fest die Daumen, dass das hier klappt. Ja, läuft mega gut bei mir. Lohnt sich zuzuschauen auf jeden Fall. Aber ich würde mal sagen, wir schalten mal direkt live rüber zu Enrico. Mal gucken, was bei dem heute so abgeht. Also das Halbfinale ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Wenn man sich das mal anguckt, wer jetzt hier mit den letzten 6, also die letzten 5 zu mir oder neben mir da in der Gruppe sind, das ist richtig hart. Also Veit,
Ton, Jonas, Flo. Das ist schon nicht easy. Jetzt hätte ich fast einen Wurf gemacht, ich wollte gar keinen mehr machen. Wer ist denn der 5.? Sami. Den hat man nicht offensichtlich im Sinn die ganze Zeit, aber der ist auch gefährlich, der hat gute Spots. Der Sami. Na, das und das passt für dich auch perfekt zusammen? Dann mach mit! Wenn du Ufer-Sessions beim Angeln liebst und ganz entspannt zum Ziel kommen möchtest, die Shimano Week im Hecht und Barsch Online-Shop geht in die dritte und letzte Runde in diesem Jahr. Einfach vom 26.11. bis zum 5.12. Shimano-Produkte bei uns im Shop kaufen und je Warenwert in Höhe von 50 € ein Los im Lostopf sichern. Mit einem E-Bike im Wert von über 2.500 € samt Shimano Step-Motor zum nächsten Angelspot. Mitmachen, gewinnen und ganz bequem zur nächsten Angelsession fahren. Die letzte Shimano Week in diesem Jahr auf hechtundbarsch.de. Kennst du die aufregende Situation, wenn du einen Fisch im Drill hast und du bekommst deinen Kescher in der Hektik nicht schnell genug ausgefahren? Dann habe ich hier die Lösung für dich. Unseren neuen Quickout-Kescher, der innerhalb weniger Sekunden startklar ist. Per Knopfdruck auslösen, nach vorne schieben, einrasten lassen und sicher einsetzen. Viel schneller kannst du einen Kescher nicht einsatzbereit haben, denn gefangen ist er erst, wenn er im Netz ist. Die abgesetzte Front und das gummierte Netz vermindern zudem die Gefahr, dass sich dein Köder während des Kescherns im Netz verfängt. Der LMAB Quickout Kescher erhältlich in 2 Größen ab sofort in deinen Tackle Stores. Liebe Angelfreunde, vom 1. bis zum 3. Dezember findet die Angelwelt in Berlin statt. Wir von Hecht und Barsch sind mit einem Riesenstand und einer Top-Mannschaft für euch vor Ort. Neben Glücksrad, YPC Lounge, anderen Aktivitäten wird es permanente Köderpräsentationen von Top-Anglern wie Simon Thorenbeek, Enrico Di Ventura, Johannes Gasser und Christian Wienicke am riesigen Savage Gear Präsentationsbecken geben. Auch andere Marken sind mit ihren YPC-Anglern bei uns am Stand. Ton van Ham für Westin, Luis Mendes für Monkey Lures, Babs Kiewski für Berkeley, Paolo Baragioli für Molix, Patrick Marable für Fox und viele weitere bekannte Teamangler tummeln sich bei uns am Stand. Und freuen sich auf einen Plausch mit euch. Doch auch auf vielen anderen Ständen könnt ihr YPC-Stars und YouTuber treffen. Dustin, Felix und Broseph findet ihr bei Naze. Johannes Dietl, Markus Eule und viele andere bei ZEC. Didi Isaias und Lü Koppens bei Westin. Sascha Totenhausen, Basti Bienapfel und Florian Hasselflug bei Stroft. Yoshi und Maxi bei Garmin. Frederik Joyon bei Adventa. Fonso von Eul bei Bullseye. Christopher Jung bei Shimano und viele, viele mehr. Am Sonntag, den 3.12. um 13 Uhr gucken wir gemeinsam die letzte Halbfinalfolge des YPC und sehen, welche Angler ins Finale einziehen. Völlig egal, wo ihr wohnt, kommt unbedingt vorbei. Es wird krass. More birch. Come on, come on, come on, come on, come on. Yes, yes. Whew. Oh, look here, Mike, today. Yeah, 38. Boom, boom. Mwah. Okay guys, I already have 3 perch. Not the best size, but not the worst. Normally I would like to improve it, but there is no time. Huh? I want to go for a full cut, so we move directly to Zander fishing. Sami holt sich den nächsten Barsch und damit auch die Tabellenführung. Er wechselt nun auf Zander und möchte dabei offensichtlich keine Sekunde Zeit verlieren. Sein Kameramann ist heute nicht zu beneiden. Ton schlägt heute bisher ein deutlich moderateres Tempo an. And then oh, big one. That's a bigger one. What a strike. Not to miss this one. And that is a bigger pike, yes. Ah, blah, 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 blah. Same size maybe.
No, it's bigger. It is bigger. So this is 5 minutes later. And this is 80. In the own shoreline, once again. It's always like this. Hooks out. Sure is 80. Oh. Yeah, maybe it's 79. Der Titelverteidiger ist vorne. 3 Ü70er Hechte nach Veits Raketenstart sind mittlerweile 2 Belgier auf 1 und 2. Wow! Okay, so let's continue fishing once again. We have 3 pikes in 5 minutes. Okay guys, we filled our cart with pike, so we have 3 pikes. We are fishing 1 hour now. I will quickly fish this polder off. It's not that far anymore, and maybe we get a big upgrade pike, and then we leave to the Zander spots. Beim letzten Mal habe ich diese Buhnenecken, also praktisch zwischen dem Buhnenkopf auf der Gleitseite und der Buhnenmitte, nicht geangelt. Allerdings muss man sagen, dass das hier jetzt heute, dadurch, dass es so ruhig ist, möchte ich irgendwie keine Chance ungenutzt lassen. Es ist halt so, dass zwischen der Buhne auf der Gleitseite und der Buhnenmitte natürlich so eine Rinne ist, ausgespült, und es kann halt echt gut sein, dass wenn man sich dann an der Kante zum Flachen wirklich direkt an der Kante bewegt mit dem Köder, einfach ja viel länger in der heißen Zone ist, als wenn man das von der Buhne oder von dem Buhnenkopf in die Buhne reinangelt, weil dann kann man immer nur punktuell kurz die Kante runter angeln und dann ist man eigentlich aus dieser heißen Zone raus. Wenn man aber an der Kante lang kurbelt, oder also jetzt hier mit dem Multivibe mache ich das ja gerade, dran lang zu kurbeln, oder aber natürlich auch mit dem Gummifisch dran lang jiggt auf der etwas tieferen Ecke, kann das ja durchaus von Erfolg gekrönt sein. Und wie schon gesagt, ich möchte irgendwie keine Möglichkeit ungenutzt lassen, aber auf der anderen Seite auch nicht zu viel Zeit verplempern. Deswegen nehme ich hier den Multivibe. Dann ist man schnell durch, dann dauert das nicht allzu lange. Ich mache einen langen Jig hier die Buhne lang, weil auch die Zander dann manchmal hier unten im Fuß der Buhne dann liegen. Und dann geht's weiter. Oh, that's a big one. Oh, it's off. Still there. Oh, that was a big one. I don't think he felt the hook. I'm not sure. Must have been one of the hardest strikes I've ever had from a pike. Again! Wow, this is a big pike. And he sure is hunting. Now we have him. Whoa! He's hunting. That's an upgrade. It's not 90, but it sure is an 80 plus. Once again. Oh. It's in. Oh. Yeah, it's bigger. Maybe it is 90. It was hunting like crazy, you saw? Yeah, it's 85. Big pike. There it goes. That's the size I saw here. Not these 75s. Erstes Upgrade. Ton kann bereits den 4. Hecht fangen. Der 73er fliegt als kleinster aus der Wertung und der Westin-Mann kann seine Führung ausbauen. Veit wirkt trotz nun längerer Beißflaute sehr entspannt. Die Tatsache, dass ich jetzt hier schon
2 Zielfischarten gefangen habe, eröffnen mir jetzt schon einige Möglichkeiten, weil das Schöne ist, ich werde jetzt hier gar nicht weiter fischen. Ich hätte hier jetzt gerne noch ein bisschen weiter gefischt, aber es geht nichts mehr. Und ich habe das zweite Gewässer, da habe ich mehrere Spots, wo ich fischen möchte. Und da fängt man eigentlich die gleichen Fische wie hier, nämlich Zander und Barsche. Und vielleicht ist da auch mal noch ein größerer Zander dabei, ist durchaus realistisch. Und auch Barsche habe ich da im Training gefangen, bis fast 50 cm. Mal schauen, ob die heute auch am Beißen sind. Ich bin gespannt. So, wie ihr seht, wir haben Spotwechsel jetzt gemacht. Hier ist das Ziel eigentlich auch noch mal einen Zander zu fangen. Kann auch immer mal ein Beifang, Barsch, aber auch sogar mal ein Hecht kommen. Aber in erster Linie ein Zander, also die stehen hier unter im Schatten. Mal gucken, also wir werden jetzt einmal den Steg hier hoch und runter laufen und hoffen, dass da irgendwo einer, im besten Fall 2 Fische stehen, sodass wir dann halt erstmal auf Hecht bzw. Barsch angeln können. Wenn was passiert, melden wir uns. Mal gucken. Ein bisschen Strecke haben wir hier. Es ist immer ein paar Meter werfen, ein paar Meter laufen, immer direkt an der Kante lang. Mal schauen. Jonas ist nun also an einer neuen Stelle unterwegs und auch Sami hat erneut den Spot gewechselt. I could have stayed to improve my perch size because it seems that fish was biting quite well, but current was strong when I started fishing and it went really down really fast. So normally when current is down, it's not so good, especially for zander. So before the current is completely at zero, I try to catch a zander under this bridge. And then I see, I don't know if I have to improve my perch or to go directly pike fishing. I had super bad pike fishing during training, so maybe I should spend a lot of time pike fishing. We will see, but I think I have a pretty strong start. I don't think people will catch so much fish directly, because it was really tough yesterday and fishing will be tough today. Oh nein! Oh, fuck. Richtig schöner Einschlag unter der Rutenspitze. Oh, das war ein guter Biss. Scheiße. Fisch. Was ist das jetzt? Das ist auf jeden Fall nichts ganz Kleines, würde ich sagen. Oh, wenn das ein Barsch ist, dann ist es auch ein richtiger. Ich würde aber auf den Zander tippen. Ja, ich denke schon, das ist ein Zander. Ja. Ein Hecht. Ein Hecht. Das ist ein Hecht. Das ist ein Hecht. Und ich bin so froh. Ich hatte hier nämlich im Training mit Fluorocarbon geangelt, dass ich Stahl montiert habe. Eigentlich ist das hier kein Gewässer für Hechte, aber ihr seht, es kann doch passieren. Köder hat er tief drin gehabt. Wenn ich ein bisschen Glück habe, er ist nicht sehr groß, aber dann habe ich auf jeden Fall schon mal... Los, komm jetzt. Da drillt man automatisch vorsichtiger, wenn man den braucht. Eigentlich ist das verkehrt, zu vorsichtig zu drillen. Aber... Och Mensch, jetzt komm noch mal. Ist ein kleines Hechtlein eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ein 60 wird er vielleicht sein, aber er gibt Gas. Jetzt komm. Jawohl, und er ist drin. Der Dreier, yes. Sehr schön. Alle 3 Arten schon gefangen. Ja, und so klein ist er jetzt doch nicht. Könnte sogar, wenn ich ihn jetzt so sehe, vielleicht an die 70 haben. Das Scale ist natürlich jetzt nass, weil sie im Kescher war. Und er bringt, er bringt 71 cm auf das Maßband. Sehr schön, 71er Pike. Tja, was soll ich sagen? Also, es könnte eigentlich nicht besser laufen für mich. Der geht jetzt auf jeden Fall wieder rein. Hier kann man auch, denke ich mal, bei der Höhe noch ganz legitim den ohne Kescher zurücksetzen. Und er schwimmt auch direkt wieder weg.
Boah, Leute, also ich muss schon gestehen, ich bin jetzt echt happy. Also es könnte wirklich nicht besser laufen. Es ist ja einfach so. Klar, die Fische sind jetzt keine Giganten, die ich gefangen habe. Aber ich habe das Triple, also ich muss heute keinem Fisch mehr hinterherrennen. Und ja, also ich sag mal so, jetzt habe ich noch mehr die Möglichkeit, dass ich hier an dem Gewässer, was mir auch sehr gut gefallen hat im Training, wirklich ein bisschen länger bleibe. Und ich habe eigentlich die letzten 3 Stunden heute komplett zum Hechtangeln eingeplant. Aber im Zweifelsfalle kann ich jetzt hier auf einen großen Barsch oder einen größeren Zander angeln. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich will einfach weiter angeln, weil es läuft gerade und Angeln ist geil, Angeln macht Spaß. Die dritte Stelle zündet bei Veit wie die erste, nämlich sofort. Dass jetzt auch noch der fehlende Hecht als Beifang einsteigt. Damit hat der Saiker Pro-Repräsentant als erster alle 3 Fischarten beisammen, ist an der Tabellenspitze zurück und braucht nur noch einen beliebigen maßigen Raubfisch für die Full Card. No time to lose. Ja, big one. Auf. Scheiße. Fisch. Ob der Maß hat? Es kann sein. Boah, also wenn der Maß hat, dann hat er genau 42. Ja, sag ich doch. Der hat genau 42, ey. Guck mal da. Genau 42. Ich hab's ja gesagt. Es wird sowas, also wenn der Maß hat, dann gerade so. Genau 42. Genau 42. Ich dreh durch. Okay, also da einer ist, ne? Können noch mal 2 sein. Der hat fast mitten im Fluss gebissen. Ganz weit draußen, ganz lange absinken lassen mit 7 Gramm. Papp, einmal kurz angeknackt. Zweiter Zander für Enrico und auch Ton ist mittlerweile auf diesen Zielfisch unterwegs. Er betreibt an einem Kanal Brückenhopping mit dem Auto. An der ersten Stelle gab es einen Biss, doch Ton ist bereits auf dem Weg zur zweiten Brücke. But we have plenty of time left. Sure, we catch a zander in the next bridge. There's a lot of zander. Maybe the size will be a bit less, but yeah. We see what it gives. We are fishing 2.5 hours now, so no need at all to panic, but it would have been good to have it already, the zander. Okay guys, so now before going pike fishing and far away from this spot, even if I don't need perch anymore, I still want to walk this stretch one time because I can catch a good zander, as you saw during my first fishing day. I caught more during training. I caught some pikes also, so that's definitely a spot I want to fish before moving far away. Wieder unter der Spundwand. Kleiner Zetti. Ich denke aber fast, der ist noch untermaßig, er hat noch keine 42. Ist immer schade, wenn man solche Fische dann jetzt messen muss, aber wir machen es einfach schnell und fix. Ganz kurz. Oh Gott, da habe ich mich auch verschätzt. Mensch, der hat über 46,5, ein 47er Zander und damit Full Card und wieder rein. Einfach top. Einfach ein super schöner Angeltag bis jetzt. Wenn jetzt noch irgendwo ein größerer Fisch rauskommt, das wäre natürlich perfekt. Cool, schön. Let's make a few casts, just very few.
Okay, so let's make a few casts for Xander here. Xander, big one. That's a big one. Oh, yeah, nice one. Come on. Ja. Ja, zo zitten er hier veel hoor. Hey, goed gedaan joh. Nice one. Hey, wel veel voor je. Yes, but we need to measure it. Competition. Let's try. That must be somewhere around 60. Okay guys, let's measure the first sander today. It is 58. Okay, cool. Let's put it immediately back in the net. Oh, look how angry it is. Mooi. Ja, mooi hè. Zo agressief zijn ze wel. Yes, the first sander. Now we just need one perch. Okay, let's go for it. Der letzte Fisch der Sendung gehört dem Titelverteidiger. Mit 3 guten Hechten und diesem 58er Zander liegt der Belgier auf Platz 2 und braucht nur noch einen Barsch für die Fullcard. Veit hat diese bereits und ist dementsprechend Erster. Doch auch andere konnten bereits gut fangen. Sami ist mit 3 Barschen Dritter, Enrico mit 2 Zandern, darunter einem 66er, momentan auf Platz 4. Jonas konnte bislang einen Zander einnetzen, bei Flo blieb noch gar nichts Zählbares hängen. Doch der Tag ist noch lang. Welche beiden Angler die Finalrunde komplettieren, seht ihr dann nächsten Sonntag ab 18 Uhr auf YouTube oder ein paar Stunden früher gemeinsam mit uns auf der Angelwelt in Berlin. Wir freuen uns über alle, die es auf die Messe schaffen und heute natürlich erstmal über Likes und Kommentare zu diesem Video. Ciao.